Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dem heutigen Video zeigen wir euch 3 Methoden, wie ihr Facebook Stories anonym anschauen könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Die erste Methode ist die Offline-Methode. Diese Methode funktioniert normalerweise am besten, weil ihr mit dieser Methode eine komplette Story bis zum Ende anschauen könnt. Wir empfehlen euch diese Methode immer als erstes auszuprobieren, da sie auch am einfachsten ist. Sie funktioniert jedoch nur mit der Facebook-App auf eurem Smartphone. Als erstes öffnet ihr die Facebook-App und scrollt durch die Stories durch, damit diese euch alle ganz geladen angezeigt werden. Öffne nun auf deinem Handy die Einstellungen und geh in den Flugmodus. Als nächstes öffnet ihr die App wieder und da ihr nun offline seid, vorher aber die Stories geladen wurden, könnt ihr nun alle Stories anschauen, ohne dass ihr dabei gesehen werdet. Wichtig dabei ist, dass ihr den Flugmodus nicht verlasst, während die App noch auf eurem Gerät geöffnet ist. Deswegen schließt die App einmal richtig und deaktiviert erst danach wieder den Flugmodus. Es kann bei dieser Methode vorkommen, dass eine Story mal nicht komplett geladen wurde. Dann wiederholt einfach die einzelnen Schritte erneut, bis alle Stories, die ihr sehen möchtet, komplett geladen sind. Falls das mal nicht funktioniert, könnt ihr eine weitere Methode ausprobieren, nämlich die Swipe-Methode. Diese Methode funktioniert eigentlich immer, aber im Gegensatz zur Offline-Methode lässt sie euch nicht die komplette Story ansehen, sondern nur die erste Seite. Oft reicht das aber auch schon aus. Um diese Methode anzuwenden, öffnet ihr die Facebook-Story, die direkt vor der Story liegt, die ihr anonym ansehen möchtet, und haltet mit einem gedrückten Finger den Bildschirm fest. Jetzt schiebt ihr die letzte Seite der Story ganz vorsichtig nach links, aber achtet darauf, nicht loszulassen. Ihr könnt jetzt eine Vorschau der nächsten Story sehen. Immer noch mit dem Finger fest auf dem Bildschirm schiebt ihr die Vorschau wieder zurück und klickt auf X, bevor ihr zu der nächsten Story weitergeschickt werdet. Auch wenn man dadurch nicht eine komplette Story schauen kann, so bekommt man doch recht einfach einen kleinen Einblick, ohne gesehen zu werden. Die dritte Methode ist die Deaktivier-Methode. Wenn ihr diese Methode benutzen möchtet, werdet ihr euren Account allerdings 24 Stunden nicht benutzen können. Von daher ist diese Methode nicht sehr empfehlenswert, aber wir zeigen sie euch trotzdem. Als erstes loggt ihr euch bei Facebook ein und schaut alle Stories, die ihr sehen möchtet. Genau wie ihr es sonst auch tun würdet. Wenn ihr alles gesehen habt, müsst ihr so schnell wie möglich euren Facebook-Account deaktivieren. Nur wenn ihr das tut, werdet ihr nicht unter denen angezeigt, die die Story gesehen haben. Wenn ihr schnell seid, bleibt ihr auch hierbei komplett anonym. Es kann aber auch sein, dass genau in dem Moment, in dem ihr die Story schaut, die Liste gecheckt wird und ihr auffliegt. Nachdem die Story maximal 24 Stunden später nicht mehr existiert, könnt ihr euren Facebook-Account jetzt wieder aktivieren. Um euren Facebook-Account für eine kurze Zeit zu deaktivieren, geht auf Einstellungen und Privatsphäre. Dann geht ihr wieder auf Einstellungen. Jetzt hängt es davon ab, welche Art von Facebook ihr benutzt. Auf der Desktop-Version klickt ihr auf Konto verwalten und in dem Bereich auf Konto deaktivieren. In der mobilen App findet ihr unter Deine Facebook-Informationen den Bereich Kontoinhaberschaft und Einstellungen. Hier könnt ihr euer Konto jetzt deaktivieren. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Solltet ihr noch Fragen zu Social-Media-Themen haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr Tipps und Tricks erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.